Konno ist für mich die Auseinandersetzung mit Zeit, Zeitempfinden, Organisation von Zeit, wie Zeit das Leben organisiert in vergangenen Gesellschaften, in vergangenen Kulturen. Das Nachdenken über Zeit ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel bedeutender geworden, weil wir sehr unterschiedliche Zeitkonzepte und Zeiterfahrungen haben. Also typische Frage, kannte man in der Antike Stress? Ja, die erste Frage, was wissen wir über Stress? Hatten die damals auch schon Terminprobleme? Hatten sie Schlaflosigkeitssymptome? Ja, also diese ganzen Befindlichkeiten, die man heute mit Zeitregimes assoziiert und viele andere, das sind Fragen, die man natürlich in gewisser Weise auch an frühere Gesellschaften stellen kann. Wie Zeit geordnet wird und damit die Gesellschaften auch wirklich bestimmt. Die zeitliche Anordnung, das Nacheinander von Entwicklungen. Warum haben sie sich gleichzeitig entwickelt? Welche Kontexte gibt es? Welche Verbindungen gibt es? Aber die Frage der Synchronizität, warum Dinge auch in einer globalen Perspektive, wir sprechen heute von Weltarchäologie, wir vergleichen Phänomene nicht nur in der alten Welt, sondern viel weiter, zu sehen, die sich ähnlich entwickeln zu verschiedenen Zeitpunkten. Das fand ich eigentlich immer spannend. Was für Vorstellungen Menschen haben, zum Beispiel, wo das Leben beginnt und wo es endet, das ist etwas, das alle Menschen verbindet. Die Lebenszeit und die Angst, es zu verlieren. Was mich im Augenblick sehr fasziniert, wie unterschiedliche Formen von Zeitwahrnehmung und Zeitmessung synchronisiert werden. In der Religion, in der Politik, in der Wirtschaft, alles ist zeitregiert. Was steckt eigentlich dahinter? Was steckt dahinter eigentlich in der Entwicklung des menschlichen Denkens? Das ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Frage. Dass es uns gelingt, tatsächlich mit diesem Thema die Wissenschaftsgrenzen, auch die Fächergrenzen zu überschreiten und gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Die unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubringen, die sich ja ergänzen. Die Sammlungen, Bibliotheksbestände, die Lehre, das ist, glaube ich, der Mehrwert, der hier in Berlin entsteht. Inzwischen haben wir sehr ambitionierte physikalische Zeittheorien. Wir haben eine Chronobiologie, die über die Eigenzeit meines Gehirns redet. Ich finde immer, wenn ich von einem Neurologen was gehört habe oder einer Neurologin, lese ich meine Texte noch mal anders. In unserem Zentrum bieten wir die Fellows die Möglichkeit, sich mit Forschern aus anderen Disziplinen vertraut zu machen. Die Archäologie ist für mich etwas, was beides, sowohl Geistes- als auch Naturwissenschaft ist, zusammen mit Biologen, Agrarwissenschaftler, Wirtschaftshistorikern, was man sich noch an beteiligten Fächern denken kann. Nur am Einstein-Center Konno sind im Grunde die für die Altertumswissenschaften tragenden Institutionen in Berlin beteiligt. Die Freie Universität und die Humboldt-Universität, die auch Antragsteller waren, aber verbunden eben mit den Außeruniversitären, die ja sehr stark sind in Berlin, das Deutsche Archäologische Institut, das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften und am Ende, last not least, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit den staatlichen Museen, mit der Staatsbibliothek und vielen anderen Akteuren. Diese Zusammenarbeit an einem Forschungsthema übergreifen verschiedene Institutionen. Und das macht, glaube ich, die Stärke Berlins in den Altertumswissenschaften aus. Konno ist für mich ein unglaublich spannendes Laboratorium. Ich darf denken und ich darf fantasievoll denken und viele andere regen mich dazu auch an. Und das ist die schönste Form, in der man Wissenschaft überhaupt machen kann. Für mich ist Konno eigentlich ein ideales Forschungslabor für Geisteswissenschaften in Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Das ist wirklich was Besonderes. Deswegen mache ich das auch so gerne.